Ja, herzlich willkommen zum Intelligent Document Processing Podcast. Eine weitere Ausgabe. Ich habe heute Urs Kählin von Simplifile bei mir. Urs, herzlich willkommen bei uns. Ja, wer bist du? Eine nicht zu lange Einführung. Urs Kählin, bin ein Innerschweizer, in Zürich aufgewachsen, in der Ostschweiz unterwegs. Und jetzt immer mehr im Bereich Digitalisierung unterwegs. Das ist ein bisschen eine Passion geworden, bei uns intern, aber auch bei den Kunden. Und so bin ich jetzt eigentlich mit dem Hauptwirkungsgebiet daran, die Kunden in diesem Prozess zu begleiten. So viel mal einen kurzen Weg zu mir. Mhm. Wir haben uns kennengelernt, also wir arbeiten zusammen, glaube ich, das darf man sagen. Und ist auch hinlänglich bekannt. Ich habe das so verstanden, dass die Simplifile eine Ausgründung ist einer anderen Firma, die eigentlich nicht so tief in der Digitalisierung drin ist. Wie ist das zustande gekommen? Es ist immer interessant, das Bild von außen zu hören. Nein, es ist eigentlich so entstanden, dass die Firma Pius Schäffler, bekannt in der Ostschweiz, eigentlich der Platzhirsch dort, exzellente Kundenbasis hat, mehrere tausend Kunden im B2B, B2C und immer mehr Kunden haben gefragt, was mache ich mit meinen Daten? Ich bin schon irgendwie im Scan-Bereich. Und da hat man im Bereich angefangen, Kunden zu begleiten, diesen Prozess, hat das aber alles mit Partnern, mit Lieferanten hinten gemacht. Und dann ist logisch, dass man auch die Beziehung verliert zu den Kunden. Das war eigentlich der hauptentscheidende Punkt, dass man gesagt hat, jawohl, man startet mit Digitalisierung, man vermischt es aber nicht mit allem anderen, was man hat, das ist unglaubwürdig, sondern man gründet eben diese Simplifile AG als Gruppengesellschaft. Und da hast du den Lead übernommen? Da habe ich den Lead übernommen, also eigentlich bekommen, weil ich diese Firma schon länger begleite in verschiedenen Themen. Und da war eben die Frage, hey, hast du eine Idee, wie wir das machen könnten? Und ich sagte, ja, ich könnte euch begleiten in diesem Prozess. Und so ist die Idee gewachsen, das Konzept gewachsen und jetzt eben schlussendlich auch diese Simplifile als eigene AG, eigene Firma. Ja. Wie groß seid ihr heute? Wir sind heute 7,6 Leute auf dem Sprung zu 10 Leuten. Und du weißt alle, wie das ist. Das sind Wachstumsschmerzen. Man ist da wie ein unförmiger junger Hund, der wächst und nie richtig. Also, und es ist ein Kraftakt auch für meine Mutterfirma von 0 auf 10 Leuten. Da muss man immer wieder sagen, hey, es läuft super und investieren wir noch einmal. Es läuft wirklich super, aber wir sind im Wachstum, im Aufbau. Wir schaffen uns Strukturen, diese Prozesse, die auch Paraschiff, denke ich, ein bisschen mit Vorsprung, aber auch mitgemacht hat. Ja, genau. Die Wachstumsschmerzen, die kenne ich leider zu gut in den verschiedenen Flavors, die daherkommen. Wo steht ihr heute? Welche Kunden beratet ihr und begleitet ihr und bringt ihr Digitalisierungslösungen? Was ist so der typische Kunde? Ja, das ist schon eine einfache Frage, die ich eigentlich versuche kurz zu beantworten. In der Basis brauche ich keinen Sales, weil wir die Kundenbasis der Gruppe nehmen können. Das heißt, der Sales kommt zu mir, hey Urs, komm mal mit, der Kunde möchte irgendetwas digitalisieren. Und das ist so ein Range, der offen dann ist. Dann gehe ich und dann erzähle ich, was wir darunter verstehen. Das heißt, ich habe keinen Sales und ich habe die Gruppenkunden, die ich habe und das alles, also von Anwaltskanzlei, Treuhand, Industriekunde, großmehrheitlich KMUs, aber nicht nur, aber schon eigentlich kleinere, mittlere Unternehmungen, die wir in diesem Prozess begleiten, weil das auch das Hauptklientel ist. Und wo beginnt das? Beginnt das bei der ganz vorne eigentlich bei der Erkenntnis, okay, wir müssen was tun in Richtung Digitalisierung und ihr begleitet die dann dort oder an dem Punkt, wo man, ja, ich sag mal, zur Tat überschreitet und eine Lösung implementiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich sage immer, je früher, desto besser. Auch wenn das Feld dann offen ist, nicht so gleich klar ist, aber je mehr, dass der Kunde uns fragt, was würden wir sehen, das ist eigentlich für mich der sympathischste Prozess. Aber ehrlich, andererseits, die grüne Wiese trifft mir nicht mehr an. Viele Kunden sind schon mit digitalen Initiativen unterwegs, haben schon ein paar Sachen gemacht und heute eigentlich steigen wir ein und da müssen wir relativ schnell verstehen, wo stehe ich als Kunde, wo steht er, was hat er schon, was macht Sinn, aber was macht auch keinen Sinn. Ja, ja, das ist spannend. Ich habe ja ziemlich viel Zeit meines Lebens in der Digitalisierung verbracht, so auf Ebene Sales und Beratung und mit sehr vielen großen Unternehmen zusammengearbeitet. Und ich war eigentlich immer ziemlich frustriert aus diesen ganzen, ja, jetzt
nicht so nett gesagt, vielleicht ein bisschen Innovationstheater, das es da lange gab. Ja? Also dass man halt irgendwie vorne raus sagte, ja wir müssen und die Strategie und das ist alles ganz wichtig und das ist die Zukunft. Wenn man dann aber geguckt hat, was de facto im Prozess selber passiert ist, also in der Realität im Unternehmen gelandet ist, war das meist relativ wenig, auch die Budgets wurden sehr zögerlich gesprochen, das ist 5 Jahre her. Ich habe dann auch mit Kleiderunternehmen damals begonnen zu arbeiten und gemerkt, hey, die lassen wie das ganze Visionsgedöns weg, mal vorne weg, aber die sind ziemlich hands-on, wenn es darum geht, die digitalen Tools für sich zu nutzen. Wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, die KMUs sind effizient in der Nutzung der digitalen Möglichkeiten? Ja, ich denke, zum Teil ist es fast schon arrogant, wenn du als Lösungsprovider kommst und ich digitalisiere euch. Ich stelle schon fest, dass die KMUs aber nicht nur sehr viel schon gemacht haben und unterdessen, und du sagst richtig, 5 Jahre zurück, 10 Jahre zurück, total viel weiter sind. Also die haben das auf der Agenda, die haben investiert in verschiedene Tools, Applikationen. Da spüre ich einen extremen Wandel von 15 Jahren zu heute. Das heißt, ich mag mich keinen Termin erinnern, wo man sagt, das ist für uns kein Thema. Also das gibt es nicht bei mir. Wirklich nicht. Das gibt es wirklich nicht. Und da müssen wir halt schauen, wo wir starten. Ist es nur der Posteingangsprozess, also der relativ triviale Schritt digitalisieren, vom Eingangspost physisch digital zu kanalisieren, oder dann wirklich das breite Geschütz mit allem, wo wir dann eigentlich dann auffahren können und wollen, wenn wir auch die Möglichkeit dazu haben. Aber der Wandel ist extrem, den ich spüre. Wo liegt denn da euer Fokus? Ist das jetzt hauptsächlich auf den Dokumenten? Ich weiß, ihr seid sehr prominent mit M-Files unterwegs. Sind auch große Fans von M-Files geworden. Schön zu hören. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wo hört das, also wo fängt das an, wo hört das auf? So, wenn ja, im Kern fängt es schon an mit der Begrifflichkeit von DMS, ECM. All diese Abkürzungen sind extrem schwierig aus Kundensicht. Und häufig werden dann reduziert auf eine DMS, Dokumentmanagementlösung, aber heute ist es weit mehr. Heute geht es um Daten, Informationen, Geschäftsprozesse. Es geht aber auch auf Agenda, wie beliefere ich meinen Kunden mit Informationen. Also dann ist es nicht nur Effizienz, da bin ich auch auf der E-Commerce-Schiene unterwegs, wie ich die Dateninformationen austauschen kann. Und da wird es extrem spannend, weil wir dann wirklich die ganze Wiese haben, alles liegt hier auf dem Tisch, das ganze Business. Wir sind keine Unternehmensberater, obwohl unsere Kunden immer uns ein bisschen die Rolle drängen, aber sind wir nicht. Wir müssen uns auch ein bisschen abgrenzen, oder? Aber trotzdem begleiten wir heute Kunden auf diesem Weg nach 5, 6, 7 Jahren und da sind wir auf der Agenda ganz irgendwo anders als der Kreditoren-Workflow oder irgendetwas, wo wir gestartet sind. Das ist spannend, was du sagst, wir sind keine Unternehmensberater. Ich habe den inversen Spruch oft gehört von Vertretern von der Big Four, die immer gesagt hat, wir sind keine Implementierer. Ja, heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, also gerade die Big Four machen ziemlich viel Implementierung. Und der Kunde ist auch immer mehr abgeneigt, ich sag mal, die reine Unternehmensberatung zu konsumieren, ohne dass es auch Umsetzung gibt. Das mag vielleicht in der Strategieberatung noch ein Feld für sich sein, aber wie du sagst, ihr werdet da reingedrängt. Ja? Ja. Könnt ihr da überhaupt euch dem verwehren oder wollt ihr das wirklich auch? Ja. Schlussendlich, wenn wir auch ein gewisses Businessmodell sehen, eine Geschäftsmöglichkeit, dann prüfen wir dies und da sind wir jetzt genau mittendrin. Ich habe mit 10 Leuten gesprochen. 2 Leute bei mir sind jetzt heute Kundenentwickler, die habe ich verloren, die arbeiten beim Kunden vor Ort, die haben ein Badge vom Kunden, große Anwaltskanzlei, große Industrieunternehmen und die habe ich nicht mehr, die sind 1,5 Mal bezahlt, aber die begleiten den Kunden auf diesem Prozess, weil der kennt die Prozesse intern, da wird gefragt, hast du eine Idee, wie wir das machen könnten? Und dann überlegt er sich und dann bilden wir das und das ist eigentlich, wir sind schon ein bisschen dort abgerutscht, ich sage es immer noch, ich bin vorher bei dir durchgelaufen und sage, das ist meine Abteilung Customer Success Management, finde ich ja cool, oder der Happiness Manager. Wie du sagen möchtest, wir sind schon voll im Thema Customer Success Management, indem wir heute den Kunden begleiten und der Kunde bereit ist, er vertraut uns nach ein paar Jahren und er möchte nicht noch einen Berater von extern reinholen, wie du auch eigentlich gesagt hast. Ja, wir spüren das ein wenig. Aber da muss man schon auch schauen, oder? Wir gehen nicht zu einer UBS Schweiz und sagen wir. Man muss immer ein bisschen schauen, dass man auch die Story rüberbringen kann bei den Kunden. Wie lange geht so ein
Projekt oder so eine Begleitung? Oder ich habe ja ziemlich viel Zeit in der IT verbracht und ich bin eigentlich so weggekommen von nach Zeit abrechnen. Ja, obwohl das ein Modell ist, das immer noch gang und gäbe ist, weil ich immer dachte, das ist eigentlich vielleicht besser, man könnte wie einen Retainer machen, der einfach gewisse Verantwortlichkeiten beinhaltet und ich eigentlich versuchen könnte, natürlich Projektarbeit ist Projektarbeit, aber du hast vorhin gesagt, ihr habt Kunden, die ihr sehr lange schon begleitet. In meiner Beratung, die ich mal hatte, haben wir das eigentlich so gemacht, dass wir geswitcht haben auf ein Retainer-Modell, weil ich gesagt habe, ihr zahlt monatlich eine Fee und wir gucken, dass wir möglichst viel machen können. Und wenn es dann irgendwie komplett aus dem Ruder läuft, dann spricht man nochmal vertrauensvoll. Wie siehst du diese Modelle? Oder wie seid ihr heute unterwegs? Also ich bin auch seit einigen Jahren in diesem Business unterwegs. Ich habe auch gelernt, Projekt zu preisen, Machbarkeitsprüfung abzuschätzen, 15 Tage Aufwand. Und wir sind total abgekehrt von dem. Und da habe ich auch gelernt, ich habe einen Softwareentwickler bei mir im Team, so mein CTO. Und der denkt schon, ein Architekt, sagt, hey, ich baue dir etwas, ich weiß nicht genau, wie lange ich habe dafür. Und heute arbeiten wir in Kontingenten. Da sagt, ich starte mit dem Kunden, dass wir einigermaßen den Kontext verstanden haben und sagt, schau Kunde, wir machen mal ein Kontingent ab von 20 Tagen, das reicht für 4 Monate und wir bauen, soweit wir kommen. Und wenn dann 80% aufgebraucht ist, dann sagen wir, hey, was machen wir noch einmal? Oder? Und das ist ein extrem sympathischer Prozess, weil wir haben schon auch gemerkt, im Projekt sagen, ja, geht das auch? Und wenn wir sagen, nein, haben wir nicht abgemacht und dann es vielleicht einen Value hat, einen Mehrwert, dann machen wir das und sagen das ganz offiziell dem Kunden. Und hinten müssen wir aber strukturell das ganze Ticketing, Reporting nachfahren, wo wir heute eigentlich ganz clever aufgestellt sind, wo wir monatlich nicht auf 15-Minuten-Basis wie ein Support sagen können, das haben wir gemacht, das sind die Pakete, also wir denken heute auch in Leistungspaketen. Und da haben wir total Mindshift gemacht. Die letzten 3 Monate war aber auch für mich eine weitere Entwicklung, weil ich mich da ein bisschen ändern musste und ich finde es eigentlich total cool, was es da gerade funktioniert. Spannend. Wenn du jetzt Intelligent Document Processing so... Schwieriges Wort schon, hä? Eigentlich sollen wir immer ich weiß nicht, wer das versteht, außer wir beide. Nein, also das ist ja ein bisschen unsere Mission auch hier, oder meine persönliche Mission, versuchen diesen Begriff... da ist ja ziemlich viel Bewegung drin, ja? Und ich glaube, wir sind technologisch so, kommen wir immer näher an einen Schritt, wo wir so das Paradigma umschlägt, weg von diesen vielen Konfigurieren hin zu, wir haben Standards und wir können diese Standards einfach konsumieren. Und was wir hier ja bei Parashift machen, ist ja eigentlich zielt nur darauf ab. Ja? Wie siehst du die Bedeutung von IDP für die Digitalisierung? Ich habe anfangs das Gefühl gehabt, dass ich hier begonnen habe, viele Leute in Entscheidungsprozessen wissen gar nicht um die Bedeutung von Dokumenten, ja, also von Dokumentenprozessen. Und wenn ich heute gucke, es gibt mittlerweile auch ziemlich viele gute Studien dazu, ist es halt so, dass digitale Transformationsprojekte oft eigentlich so zurückgeworfen werden, weil Dokumente irgendwo drin hängen, die sehr schlecht oder fast gar nicht automatisiert werden können. Hast du das Gefühl, da ist Bewegung drin beim Kunden, in der Denke? Oder? Ich denke, früher war es eher noch ein Hemmschuh, weil diese Projekte sehr lange gingen. Mit diesen On-Prem-Installationen, den Beleg anlernen, ging schon pro Beleg irgendwie Tage und das war eine sehr statische Geschichte. Und da hat sich extrem viel gemacht, weil auch wir letzten 2 Jahre gemerkt haben, also eigentlich sind wir per Zufall auf euch gestoßen, Parashift. Ein Kunde hatte kein Budget. Das hatte man von Parashift gehört, dass man für den Einzelbeleg schon auslesen kann, sind wir gestartet mit einer ARA, mit einer Abwasserreinigungsanlage, darf man gar nicht sagen, 5 Mitarbeiter, jetzt keine Namen weitere. Da ging es um 100 Kreditoren pro Monat, also eigentlich kann man es auch von Hand abtippen. Und das ging einfach dann so flutsch durch und ohne diese langen Anlaufzeiten, wofür ein Killer war für diese Projekte. Oder? Und das hat uns eigentlich gerade am Anfang auch diese Awareness gebracht, dass wir any Template heute auslesen, extrahieren können, mit den Daten arbeiten. Und wenn wir das Leuten, den Kunden erzählen, dann merken sie, aha, das geht. Ich kann den Lieferschein irgendwie die Bestellnummer rausnehmen, aha, das geht, oder? Dann muss man den Kunden auch ein bisschen begleiten, oder? Und sagen und zeigen, wie es funktioniert. Entstehen da auch neue Ideen beim Kunden? Ah ja, natürlich. So.
Ich hatte letztens einen großen Kunden am Bodensee, dem wollte ich unser Herzprodukt ebenfalls näher bringen. Sagte, das ist kein Thema, weißt du, Budget nächstes Jahr. Und ja, sagte, wir haben ein anderes Thema. Wir könnten auch Bestellungen auslesen. Da war einfach mal Pause auf der anderen Seite, weil der hat heute 5 Personen angestellt, die Kundenbestellungen abdecken. Oder? Und da machen wir jetzt einen POC, einen Proof of Concept, wo wir jetzt einfach mal das prüfen. Also wir sind dann ganz auf einer anderen Geschichte zu Hause, als dann irgendwie ein Archivsystem zu verkaufen. Oder? Und das Zweite, was wir merken, im Projekt, wo wir dann irgendwie den Kreditorbeleg, also die Lieferantenrechnung auslesen, dann kommt immer etwas noch dazu, sei es Bestellung, Lieferschein, sei es der Warenwirtschaftssystem, wo wir heute eigentlich relativ gut matchen können, weil wir mit Parashift dann irgendwie dazu addieren können von den Belegstypen. Also ja, im Detail, und da bin ich schon auf der Kommunikationsebene, im Projekt drin passiert hier extrem viel eigentlich. Okay. Wie sieht es aus mit exotischen Use Cases, Dokumenten-Use Cases? Kriegt das sowas rein? Also momentan bin ich froh, wenn wir unser Stammgeschäft beherrschen. Eigentlich sind wir jetzt für die nächsten 6 Monate fast voll, das höre ich nicht gerne, oder? Weil das blockiert dann auch, also da müssen wir jetzt wieder wachsen können. Und ich denke, der Raum für Innovationen und Ideen, der entsteht bei mir im Kopf, aber wenn du auf der anderen Seite keinen Sparringpartner hast, zum sagen, cool, oder Abteil Jugend forscht, fehlt mir das eigentlich schon ein wenig, diese Sparringspartnerfunktion. Darum ist das Gespräch mit dir auch schön, auch wenn wir ein bisschen das überhaupt mal andiskutieren können. Wenn wir ab und zu Zeit finden. Ja, genau, du kennst das, oder? Man muss sich Zeit nehmen. So ist es. Genau. Ja, jeder hat gleich viel Zeit. Ja. Vielleicht eine Frage zum Schluss noch. Wie siehst du die Zukunft? Wo geht die Reise hin? Jetzt für euch bei Simplify, aber auch generell im KMU, Mid-Size-Markt, wo siehst du so die Trends? Was muss ein KMU-Unternehmer in den nächsten 24 Monaten unbedingt tun? Was er tun sollte, aus meiner Sicht, ist zu erkennen, dass es eine Synergie ist und kein Krieg der Applikationen. Er muss sehen, er braucht eine starke Business-Software darunter, wie Navision, AX, Abacus, egal was es ist. Und darüber alles, was Automatisierung, Geschwindigkeit, Effizienz ist, nahe zum Kunden, braucht es Lösungen, wie wir ihm anbieten, zum Beispiel mit MVS. Oder? Und ich habe immer weniger Diskussionen, mein System kann alles, ich brauche nichts rundherum, weil die Kunden haben erkannt, dass die Dynamik, die Effizienz nach vorne gerichtet so machbar ist. Und da denke ich immer, ist noch viel Luft vorhanden, aber das ist auch ein bisschen das alte Beratertum von den ERP-Systemen, die es langsam aufmachen. Und vor allem, sind wir bei einem der größten Abacus-Integratoren, den haben wir immer angetroffen bei Kunden, haben gesagt, ich rufe jetzt den mal an. Haben wir gegenseitig das Portfolio präsentiert, wo auch wir lernen natürlich. Und auf der anderen Seite das Abacus-Team total begeistert, was alles möglich ist und eben nicht ein System zu vergewaltigen, sondern einfach so out of the box. Best of breed. Ja. Und ich denke, das ist auch der Challenge auch für die Unternehmer, weil auf sie reden die Berater ein. Oder? Und der Trusted Advisor, der ERP-Anbieter, kann eben auch den Plan irgendwie auf die falsche Bahn bringen. Oder? Ja. Also das ist aber auch für Unternehmerseite nicht einfach. Oder? Ja, verstehe ich. Ja. Okay, alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Insights, war sehr spannend. Und einfach mal gerne.